Du hast sicher auch schon gelesen, 1/3 der Berufstätigen hat bereits innerlich gekündigt. Gehörst du etwa auch dazu? Und du möchtest jetzt wissen, woran kann das liegen? Was für Möglichkeiten und Alternativen habe ich eigentlich? Ja, dann bleib jetzt dran. Hallo, ich bin Henning und ich freue mich, dass du dich aktiv mit deiner Jobsituation auseinandersetzt. Und damit ist schon ein großer Schritt getan. Falls du neu hier bist, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um in Zukunft zur Kommunikation im Arbeitsumfeld nichts mehr zu verpassen. Was treibt dich aus deinem Job? Sind es blöde Kollegen, zu wenig Kohle, wenig Weiterbildung, mangelnde Anerkennung? All diese Dinge können dazu führen, dass du es nicht mehr aushältst. Schreib in die Kommentare, was der Grund dafür ist. Kündigen oder bleiben? Was kannst du nun tun? Dein Fokus ist jetzt sicher darauf ausgerichtet, du willst so schnell wie möglich das Unternehmen verlassen. Der Leidensdruck ist besonders hoch. Ich kann das gut verstehen. Bis hierhin sind ja schon einige Wochen und Monate vergangen. Doch stopp! Ganz aktiv machst du jetzt hier Halt und besinnst dich. Denn dein Fokus liegt auf dem Weg. Ich will sofort weg. Dein Fokus sollte aber darauf liegen, wohin du willst, was du möchtest. Das Erste also, was du tust, ist Stopp, anhalten, um dich zu konzentrieren und zu sagen, was gefällt dir nicht? Was würdest du gerne in Zukunft ändern? Und jetzt, es tut mir leid, dass ich sage, aber die meisten suchen nicht das Gespräch und haben es nicht ernsthaft versucht, mit den Vorgesetzten, mit dem Chef ein Gespräch zu suchen und auch mit den Kollegen, dass sie es nicht mehr aushalten, dass sie frustriert sind, dass sie gerne etwas verändern wollen, weil sie sonst gehen müssen. Also diese Situation solltest du jetzt nochmal nutzen, um zu reflektieren und zu sagen, okay, habe ich das Gespräch ernsthaft geführt? Habe ich wirklich meinem Gegenüber gesagt, wie stark die Frustration ist? Also check das bitte, denn viele wissen gar nicht, wie es in uns aussieht. Wir können ja auch nicht in die Leute reinschauen. Also das ist jetzt erstmal dein erster Step. Nutze die Chance, nochmal zu checken, ob du in dem Unternehmen bleiben kannst. Vielleicht gibt es Tochterfirmen, wo du schneller reinkommst, als wenn du in ein ganz neues Unternehmen kommst. Ob es eine andere Abteilung gibt vielleicht. Vielleicht interessieren dich auch weitere Themen. Bring dich also ein. Netzwerke. Vernetz dich mit den Kollegen, die Bock haben, etwas zu verändern. Bring dich in Meetings mit ein, schreib dich damit rein oder auch auf so Projekte kannst du dich bewerben. Gibt es so viele Möglichkeiten in größeren Unternehmen. Mach einfach mal die Augen auf, schau nicht auf der verdrießlichen Brille. Sollst jetzt auch nicht die rosa Brille aufsetzen, aber ich sag schon, dich so vielleicht ein bisschen neu zu fokussieren und einfach zu sehen, okay, was kann ich jetzt selbst noch in der Situation verändern, als ganz hinzuschmeißen. Also das ist mir nochmal wichtig, dass du da nochmal eine extra Runde drehst. Und vielleicht findest du heraus, ob du nur einen neuen Platz in dem Unternehmen findest. Und denk dran, manchmal kommt man über Umwege ans Ziel. Okay, gut. Vielleicht hat ein Gespräch nicht funktioniert oder es ist schon Hopf und Malz verloren. Dann solltest du dich nach einem neuen Unternehmen umschauen. Bevor du das tust, machst du dir wieder Gedanken. Also da ist wichtig, wieder viel Zeit zu investieren. Dein Beruf ist wirklich ein elementarer Bestandteil deines Lebens. Also jetzt nutze die Zeit, die du jetzt hast, um dich da voll drauf zu konzentrieren. Wie möchtest du in 3 bis 4 Jahren leben? An welchem Arbeitsplatz? Wie soll eigentlich dein Arbeitsplatz aussehen? Mach es so deutlich wie möglich und überleg dir, was du gerne machen würdest, in welchem Team du gerne arbeiten würdest. Ich habe dazu einige Fragen unten in der Beschreibung. Die kannst du dir einfach rauskopieren und dir noch mal Gedanken drüber machen. Mit diesem neuen Setting, allein im Kopf, dass du sagst, cool, jetzt da formst du dann schon was draus, sozusagen wie deine Zukunft aussehen soll, gehst du nun ins Internet und recherchierst nach neuen Arbeitgebern, nach neuen Unternehmen, die deinem Mindset entsprechen. Und da guckst du natürlich nicht nur auf Bewertungsportalen, die man so kennt oder einfach so Stellenanzeigen, klar, ist auch wichtig. Schau doch erstmal noch, wer bei den Unternehmen arbeitet. Da sind meistens auch Lebensläufe bei LinkedIn oder Xing, solchen beruflichen Netzwerken. Da kann man gucken, wo kommen die eigentlich her, was haben die für eine Ausbildung. Und dann kriegst du schon so einen leichten Einblick,
ja, was da eigentlich für Leute arbeiten in der Organisation. Und ich glaube, dann wirst du relativ schnell merken, in welches Unternehmen du ganz gut reinpasst. Und dann wirst du schnell merken, dass diese Liste sehr wichtig ist für diesen ganzen Bewerbungsprozess. Das heißt, wenn du jetzt ein Bewerbungsanschreiben formulierst, dann kannst du in die Liste schauen und das zusammenschmelzen in das Bewerbungsanschreiben. Du siehst also, alle deine Gedanken fließen in dieses Schreiben, was dann der andere liest, dich dann einlädt, optimalerweise zu einem Vorstellungsgespräch. Und Vorstellungsgespräch, da kannst du ja natürlich auch fragen, was schätzen Sie an Ihrem Team? Oder wie sieht gute Führung aus? Sei mutig, frag diese Fragen, denn die Antworten, die werden Aufschluss darüber geben, wer vor dir sitzt und ob das Unternehmen das Richtige für dich ist. Ich schreibe auch noch 1, 2 Fragen in die Videobeschreibung unten, dann bist du ganz gut vorbereitet. Nimm dir für deine Strategie viel Zeit. Konzentriere dich drauf, denn je genauer du deine Fähigkeiten kennst und auch deine Wünsche formulieren kannst, desto besser passt du später in ein Berufsbild. Ja, ich drücke jedenfalls die Daumen, lass mir ein Like da, wenn es dir gefallen hat und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.